Liebe Schwestern und Brüder, wir haben eben aus dem Matthäus-Evangelium hier gehört. Jesus ruft seine Jünger zu sich und sagte: Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Vielleicht wissen wir auch den Hintergrund dieser Aussage. Jesus hat 12 seiner Jünger aus dem Volk her gerufen und sandte sie zu zweit mit dem Auftrag: geht hinaus und verkündet das Evangelium. Nicht nur diese 12, sondern hat er auch noch eine Gruppe von 72 Jüngern ausgesandt. Und jedes Mal, Jesus hat gesagt: fürchtet euch nicht vor den Menschen, habt keine Angst, verkündet das Evangelium Gottes und kommt wieder zurück. Es ist eine Aussage, eine Aufforderung von Jesus für uns auch heute, das Evangelium zu verkünden, hier und heute. Jesus sagt: fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Und das bedeutet, dass viele Dinge heute noch nicht sichtbar sind. Und diese Dinge muss man einfach glauben. Aber es wird mit absoluter, wie wir alle wissen, Sicherheit einmal der Tag kommen, an dem allen Menschen sichtbar wird, dass es einen lebendigen Gott gibt, der das Maß aller Dinge ist. Es wird einmal der Tag kommen, an dem deutlich wird, dass alle, die an diesen Gott glauben, nicht die Dummen sind, sondern die auf die richtige Karte gesetzt haben. Und das hören wir auch am Ende des Matthäus-Evangeliums hier. Letzter Kapitel des Matthäus-Evangeliums erzählt uns das Wiederkommen Jesu Christi. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Jesus sagt weiter: fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet den, der Seele und Leib in die Hölle stürzen kann. Es wird auf der Welt immer wieder Menschen geben, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Es hat in der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren, seitdem der Jünger Jesu bis in unsere heutige Zeit, viele Beispiele gegeben und geben, dass Menschen, die sich zu Gott bekannt haben, dafür mit dem Märtyrertod bestraft wurden und auch werden. Und sie wurden getötet, aber ihre unsterbliche Seele blieb unverzehrt. Und diese Garantie, die Gott uns gegeben hat, kann uns kein Mensch wegnehmen. Aber so heißt es weiter: fürchtet den, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann, nämlich Gott. Hier geht es um unser ewiges Schicksal, das uns zuteil wird, gemäß unserer Lebensführung hier auf Erden. Ja, Jesus sagte am Ende dieses Evangeliumstextes: wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Und wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Diese Sätze kennen wir auch. Hier steht unser ewiges Schicksal auf dem Spiel. Darum brauchen wir heute Menschen, die ihren Glauben an Gott vor den Menschen bekennen. Dazu bedarf es in vielen Situationen unseres Lebens des Mutes, der Standhaftigkeit im Glauben und der Treue zu Christus. Die Frage lautet heute für uns als Christen, als Gläubige: Bekennen wir unseren Glauben überall, wo wir sind? Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus sendet uns als seine Jünger, um sein Heil zu den Menschen zu bringen. Ihre Sorgen und Nöte legen wir vor ihn und bitten. Wir beten für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone und für alle, die im Dienst der Verkündigung stehen. Christus, höre uns. Christus. Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Überzeugung benachteiligt oder verfolgt werden. Christus, höre uns. Christus. Wir beten für alle, die in Angst und seelischer Not sind und keinen Ausweg mehr sehen. Christus, höre uns. Christus. Wir beten für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen und unbequeme Entscheidungen treffen müssen. Christus, höre uns. Christus. Wir beten für die Wissenschaftler und Forscher, die auf der Suche nach medizinischem Fortschritt sind. Christus, höre uns. Christus. Wir beten für Ärzte und Pfleger, die sich um Kranke und Sterbende kümmern. Christus, höre uns. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen aus unserer Familie und der Gemeinde. Besonders beten wir heute für die Verstorbenen. Annie Jansen, für sie wir heute die zweite 6-Wochen-Messe feiern. Bernhard und Annemarie Stricker. Es verstarb aus unserer Pfarrgemeinde Frau Brigitte Jungstöffel, Dorfplatz
neuen Esterwegen im Alter von 66 Jahren. Die Urnenbeisetzung ist am 26.06. Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Zur Gabenbereitung singen wir 187. Barmherziger Gott, nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an. Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung, damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tode befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr, Mächte und Gewalt, erfüllt es in Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Wir beten gemeinsam durch ihn und mit ihm und in ihm. Ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.
Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst weg den Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, aber wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch den Leib und das Blut Christi gestärkt. Gib, dass wir niemals verlieren, was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Geht hin in Frieden. 534. 534.